Und damit heiße ich euch willkommen zu... Oh Gott, hab ich mich gerade erschreckt. Zu einer neuen Demo. Und zwar The Hand of Glory. Es wurde mir empfohlen von Alexander Lammert. Der meinte, das Spiel wäre super. Und als ich dann näher geguckt habe, dachte ich mir erst so, also optisch ist es jetzt nicht so, was jetzt mich interessieren würde. Aber man kann sich ja immer eines Besseren belehren lassen, ne? Optisch muss ja einem das Spiel immer nicht so unbedingt zusagen, wenn es halt vom Spiel her super ist. Und ich bin froh drüber, denn dieses Spiel hat eine Demo-Version und die spielen wir. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie dieses Spiel so ist. Option gibt es scheinbar nicht, das ist auch gut. Warum auch? Starten wir ein neues Spiel. Starten wir einfach. This story begins where many others generally end. At the time, I worked for a detective agency known as HPD, but I couldn't know then what the acronym really meant. I don't think I ever really knew. For a few months, I'd been on the trail of the man the press not very originally renamed Blowtorch. A clue led me to the extreme outskirts of Miami, in a little out-of-the-way suburb that smelled like rotten fish. Operator, the caller you have dialed is unavailable. Do you want to leave a message? Bundy, knock it off. Judging from the traffic noise, I'd say you disobeyed my orders. Hey, I just went out for a ride on my bike. What's the harm? At 10 in the evening, I told you to stay home. The case is ours. We're already racing to the scene of the tip-off. But the cavalry's already here, boss. Let me find one of those clues that Blowtorch left for me, and we will stop the next murder before you even divorce your third wife. I'm on my fourth, Bundy, and I will never understand why that killer keeps leaving clues just for you. Do you need to ask? Because I'm his archenemy, his nemesis, his worst nightmare. More like he enjoys leaving you every time grasping a handful of air. Oh yeah? Remind me again, old man. Who stopped the Puerto Rican surgeon and the arsonist of the southeast coast? And what about the... All old news, Bundy. You haven't caught a break for a long time. And for months you've been following Blowtorch without any results. Why don't you go on holiday and let us do the work? I'm in Miami, dude. Working here is a holiday. I'm serious, Lars. Give it up. Listen, boss. I will limit myself to a stealth approach. Identify the victim's flat, I write everything down, I smoke a cigarette, I admire the skyline, I wait for reinforcements. No shootout planned. That would be difficult, since you never carry a gun with you. Well, once a chick told me that the weapon at my side makes me clumsy. Don't cause any shit, Bundy. We'll be there in a short while. Okay. That means I have a short while to solve this case. What did you say? Nothing. Bundy, don't screw things up, or I swear... Oh, da war auf einmal die At previous Verbindung crime weg. scenes, we always found a letter addressed to me, abandoned in the mailboxes. This time, maybe, I would be able to find that letter before the crime was committed. But I had to hurry. Aber wir sind jetzt nicht so unter Zeitdruck, oder? Das Ganze ist ein Point-and-Click-Spiel. Ist irgendwie gefühlt ewig her, dass ich eins gespielt habe, ne? Ich spiele jedenfalls Point-and-Click mega gerne. Deswegen Bikes don't have a feeder bin park. gespannt. Or maybe they do. But I'd have canceled my own ticket anyway. Und ich bin immer froh drüber, wenn es solche Empfehlungen gibt, ne? Gut, es muss ja nicht heißen automatisch, weil es jetzt dem einen gefällt, gefällt es dem anderen auch oder mir jetzt, ne? Aber ich bin ja ganz offen, was das angeht. Und ich rede zu viel und mache zu wenig im Spiel. So. As much as I loved wandering around on green dirt in the middle of the night, I had work to do. Ja, so vom Charakter ist eigentlich so, wie man das so ein bisschen klischee-mäßig kennt, ne? Jemand, der Sachen macht, die er nicht machen soll und witzig dabei ist. I looked at the various mailboxes and found what I was looking for. An abandoned envelope with no writing or stamps. The only problem remaining was how to open the mailbox. Ah ja, okay. Niedriges Tor. The alley led around the building to the right. Before examining the area, though, I had to make sure I was in the right place.
Ja, wahrscheinlich über die Sprechanlage, Feuerleiter, Automat. Das ist immer so die Sache, ne? Ob man ja nichts übersieht. Huch, da war ich so weit oben. Das ist anscheinend unser Inventar. Ich habe auch keine Ahnung, ob es irgendwelche Tastenkürzel gibt oder irgendwie so. Manche Point-and-Clicks haben ja auch so, dass du über eine Taste eben dir anzeigen lassen kannst, wo man sich noch was angucken kann. Gibt's ja auch. That stuff tasted like chewing gum stuck under a desk for a month. I know that because at school I never had the money for snacks, so I picked up those. Dein Outfit ist nur ein bisschen komisch. Mit diesem verirrten Schalumhang. Ich glaube, für einen ganzen Umhang hat es nicht gereicht. So, wir haben die Tür und die Sprechanlage noch, ne? Wir gehen erstmal zur Tür, die ist bestimmt zu, wie sich das gehört. You could only open through an electric impulse. I wouldn't be able to force it open, even if it was a normal model. I've always been a washout as a burglar. So, Sprechanlage. Was haben wir denn hier? Stupid. Klingelknopf. Achso, das wurde übersetzt. Ich dachte so, heißen die jetzt dumm? Das ist jetzt die Frage, wo wollen wir hin, ne? Ich kann das nicht so gut lesen. Williams, Sharp, Craig. I couldn't buzz the whole building without a clue. Das stimmt. Gelöscht. I love making prank calls, but this really wasn't the right moment. Wir haben auch nichts bei uns, irgendwie. I couldn't buzz. Ja, weil da will ja nicht alles einfach so durch. Someone left a stupid smiley on the intercom. Teppich. It wouldn't help me in any way. Das blöd ist. Also mit den Tasten kann ich jedenfalls nichts machen. Ist auch ein Point-and-Click, ne? Wer braucht denn schon Tasten bei einem Point-and-Click? Ah. Kann ich aus dem Green Dart irgendwas mir holen? Nein. Im Automaten auch nicht. Niedriges Tor. It was equipped with a normal lock. Very easy to destroy with a minimum of Nevertheless, it was impossible to do it with my bare hands. Ach, das ist das Schlimme. Ich vergesse immer, dass ich aufnehme. Und ich lese dann den Text immer schneller durch, als derjenige, der gesprochen hat, und klicke dann immer weiter. So, okay. Wir sind seit ein paar Minuten im Spiel und ich habe schon keine Ahnung, wie ich weiterkomme. Das ist gut. Oh, beschädigter Bürgersteig. Den können wir uns angucken. Das ist die... Here's what the taxpayers' money was being used for. I thought it was better to leave before causing some serious damage to the sidewalk. Ich wollte aus Witz sagen, dass uns das weiterbringt. Aber vielleicht bringt uns das ja wirklich weiter. The conditions of that sidewalk were getting worse. Aber es ist schon schlimm, wie schnell er sich verschlechtert, The ne? stone bigger than the others just fell off the sidewalk. And who was I not to accept the kind gifts from Providence? Genau, nimm den mal. Gut, was machen wir damit? Machen wir jetzt den Automaten kaputt? Oh, ich bin immer gewöhnt, irgendwie unten das Inventar zu haben. So, mach den Automaten kaputt. Nein, eigentlich müssten wir das Schloss kaputt machen, ne? Or maybe not. I could certainly have managed to open the mailbox by throwing rocks at it, but it would have woken the entire neighborhood up. Ach, das wird überbewertet. Das niedrige Tor vielleicht? I was all out of ideas. Will da nur. Die Feuerleiter? Können die dadurch Didn't runterwerfen? need to make the ladder come down. Ja, okay. Chill. Tür. Los, machen wir... No matter how hard I tried, Genau. I couldn't see a good reason to do that. Dein Ernst? Du nimmst den Stein und wirfst ihn durch die Scheibe von der Tür. Und du siehst keinen Sinn darin, warum ich diesen Stein auf die Tür anwenden möchte. Okay, Parkour. Was machen wir denn mit dem Stein? So Was viele it möglich. really worth it? Ja, da ist Geld drin bestimmt. In that moment, it didn't seem to be a good solution to me. Na, Sprechanlage macht ja auch keinen Sinn. Maybe, or maybe not. Alles klar, ich habe keine Ahnung. Mist. Dieser Höhepunkt. Oh, ich liebe das. Dieses Hoch, wenn du denkst so, oh, ja, ich
ich habe was gefunden, was mir weiterhilft. Und dann will er nichts machen damit. Will er einfach nichts machen. The alley led around the building to the right. Before examining... Ja. Geh noch mal ein bisschen näher. Kann ich dann dadurch vielleicht auf den Stein zugreifen, auch wenn er eigentlich der Meinung war... I was all out of ideas. Ja. I thought it was better to look for... I didn't understand. Maybe. Aha. Okay, das hilft mir also alles nicht. Gut. Okay, Mobiltelefon? Nein. Better think about it. Ja auch. Ich weiß, das macht keinen Sinn, aber wenn man verzweifelt ist, ist man halt verzweifelt. Ich weiß nicht, wo ich... Kann er auch rennen, wenn ich Doppelklick mache? Nein. Aber der läuft jetzt auch nicht so langsam. Och, Menschenskinder. The door was one of those I wouldn't be able... Ja. So, was mache ich jetzt mit diesem Stein? Das will er nicht machen, das will er nicht machen. That stuff tasted like chewing gums. I know that. Ja. Da hat sich jetzt auch nichts geändert. Zehn Minuten im Spiel ungefähr. Und ich möchte am liebsten jetzt schon nach einer Komplettlösung suchen. Ich muss wieder mehr Point-and-Click spielen. Aber ich muss sagen, dass mich der Stil gar nicht mal so sehr stört, wie ich vermutet hatte, dass er mich stören würde. Weil hier, das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist ein bisschen weiter weg. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig bei der Videosequenz, wo er näher zu sehen war und alles. Weil ich diese Art von Stil weniger mag. Aber das passt und das Gesamte so mit der Umgebung passt das alles ganz gut zusammen. Maybe. I thought it was... My badge wasn't exactly the right tool to wedge this open with, but it was worth a try. The only thing I accomplished was jamming the badge into the narrow crack above the mailbox. Verzweiflung, pure Verzweiflung hat mich dazu getrieben, die Dienstmarke auf dem Briefkasten anzuwenden. Ich dachte mir, okay, wenn der Stein schon nicht hilft, dann muss ja irgendwas sein, was ich bei mir habe. Also habe ich angefangen mit der Dienstmarke auf alles zu klicken und dann, ja, jetzt können wir den Stein bestimmt benutzen, oder? The badge would act as a chisel. Ah, geht doch. As usual, the letter was ripped and written with invisible ink. I was sure I had some scotch tape somewhere. Well, I'd have to think about the invisible ink later. Wozu brauchst du Panzertape? Hab ich das richtig gelesen? Brieffetzen, komm. In that moment, Ja. I was sure I had some scotch tape somewhere. Aha, der möchte das zusammenkleben. Aber As much as I loved, das ist jetzt nicht so die sometimes my richtige Lösung. Das mit a Panzerdings da Bumster the worst etc. zu cola machen. ever tasted by a human being. The engine was working though, although the machine wasn't active anymore. I could sense its warmth. Ach, ich kann auch mit Linksklick die Sachen, Rechtsklick die Sachen. My green dart. A little engineering jewel made in Italy. In addition to being marvelous, it had a handy flask on the front, which I used for basically everything. Normally I would have filled it with scotch, but I didn't want to find myself in Orlando investigating the red whale again. Like last time. Aha, also mit Linksklick spricht er über die Dinge anscheinend. Dann können wir agieren und mit Rechtsklick teilt er dann seine Gedanken mit. Nehme ich mal an. Jetzt habe ich Rechtsklick hier drauf gemacht. Ne, ist okay. Kann er nicht einfach irgendwo klingeln? Das haben wir ja. Wir brauchen... The alley led around the building to the right. Before examining the area, though, I had to make sure I was in the right Obwohl, place. das denkt er ja auch. The Was little passiert? gate was well protected with a lock and chain. At the same time, it was so low that I would be able to jump it, even on my knees.
ist das eine vielleicht das offensichtliche Beschreiben und das andere, was er so schlussfolgert? So, und wo kriege ich jetzt? I was all out of ideas. The little gate was Ja, well okay, within the same. okay. Eigentlich müssten wir damit ja was machen, aber er sagt ja, ich habe irgendwo Klebeband, aber My beloved sagt mir ja badge. nicht How much wo. abuse and harassment I was able to accomplish using that simple square of fabric. Ah, those were the days. Heavy enough to break a glass. Or anything. I Spiele! only had a game. The one with the snake that has to eat the dots all scattered all over the screen. I was complete rubbish at video games. Alarm ist I didn't need to set the aus. alarm. Gut. By that Nachrichten. time, they were all using those instant messaging programs. Therefore, my message box was constantly empty. That damn paid weather forecast service that I couldn't deactivate wiped out all of my credit. I didn't have the money to contact anyone. But in return, I knew that in New Orleans there was a moderate rain with winds above the seasonal average. Alles klar, aber gut zu wissen, dass wir auch so drauf I zugreifen was können. Aber sure I had das. some Scotch tape Ich somewhere. war sicher, dass ich irgendwo Panzerband habe. Ja, aber wo? Wo willst du denn welches haben? As much as I... Ich kann ja hier nicht... Oh, warte mal, Trinkflasche könnte ich nehmen. Maybe there was still something useful in Green Dart's flask. Hey, there really was some scotch after all. Scotch tape, I mean. Aha, ja genau. Scotch Tape. Mhm. I would have stuck the scotch tape in the back of the letter, so as to obtain the best readability. I always hated puzzles. Echt? Ich liebe Puzzle. Ich liebe es. Kann ich die drehen? Muss ich nicht drehen, okay. Nein, das kommt eher If hier I so have hin. to waste Ich weiß. time with this, Ja, musst du. I hate this stuff. Quatsch. Innerlich liebst du es. Gib es Once I zu. received a 1,000-piece jigsaw puzzle as a present. I sold it to my nephew. So. Nicht sonderlich schwer. It wasn't as difficult as I feared. At that point, I just had to find a way to read the message hidden in the letter. Well, I remembered that to reveal invisible ink, you just have to warm it. Where could I find a source of heat that late at night? Der Automat hat er gesagt hier. Wärmt. Oh, warte mal. So wollte ich eigentlich machen. The vending machine's engine emitted a faint heat, maybe intense enough to show the hidden writing on the letter. Ja, ich komm voran, At ne? first, nothing happened. I was about to give up when it happened. The first characters appeared. The letter corresponded in every way with the ones found before. Supportive tone, an apparent desire to support the police force, then laced with a sudden temper tantrum hinting at a killing frenzy. I had to dig into this, looking for clues. Okay. The letters were always kindly addressed to me. Zur geneigten Kenntnisnahme an Detective Bundy. Detective, ich bin zutiefst von der Inkompetenz enttäuscht, mit der Sie mit dem Fall des fantastischen Mörders, bekannt als Blowtorch, umgehen. Als ein Bürger auf teuren Steuerzahler fürchte ich so sehr um meine Sicherheit, dass ich beschlossen habe, Ihnen zu helfen, Ihre Gedanken zu sammeln. Was wissen wir denn von ihm? Er ist natürlich männlich. Nur unter uns, eine Tussi könnte kein... Was? Könnte kein... Weiß ich nicht, Meisterwerk erschaffen, richtig? Haben Sie die Genauigkeit gesehen, mit der die Augen des armen Mädchens aus ihren Höhlen entfernt wurden, ohne dass das Fleisch darum herum zu beschädigen? Das ist so schlimm, dass es keine Dingsdabums sind. Ich weiß nicht, ob das eine Macke von dem Typen ist oder ob das Spiel damit ein Problem hat, das wiederzugeben. Mit einem Lötkolben, um Gottes Willen. Das fest eine gewisse... Das lässt eine gewisse Handwerkskunst erahnen. Ist er ein Künstler? Vielleicht ein Maler? Wie in meinem letzten Brief vermute ich einen Klempner. Niemand denkt jemals an einen Klempner bei der ganzen Besessenheit für Diener.
Und jetzt kennen wir die Initialen. Ich glaube, dass wir genug für einen Detektiv mit einer Reputation hoch wie ein Wolkenkratzer wie Sie. Liebevoll ein normaler Bürger und treuer Steuerzahler bestimmt. Blowtorch's tone ranged from disappointment to encouragement, with a barely concealed desire for recognition. Blowtorch's tone... Achso, okay, da kommt dasselbe. The forensic guys had no doubt about the gender of the killer just after the first murder. The reason for their certainty wasn't the accuracy of the burns, so much as the various bruises found on the bodies, which displayed extraordinary force. The usual outburst in the middle of a letter that until then seemed thoughtful and balanced. Then I saw the emoticon at the end of the paragraph. And I was there. Ja, den haben wir schon gesehen auf dem Dings, deswegen weiß ich auch mittlerweile schon direkt, als ich den Brief gesehen habe, wo wir klingeln müssen. I guess Blowtorch tried to be funny at times. The only result being to appear even creepier. The last paragraph was surely hiding a clue. The murderer was even directing us to a specific profession. The initials in the last paragraph were found in the previous letter, but they were too vague a clue to narrow down the scope of the investigation. The usual closing format. Blowtorch constantly described himself as a normal citizen and a regular taxpayer. I don't know why, but that format made me mad. Okay. Aber jetzt wissen wir, wo wir klingeln müssen. Dann machen wir das mal. Da müssen wir klingeln. The whole building without a clue. Dein Ernst? No matter how hard I tried, I couldn't see a good reason to do that. Okay. Ich klicke mal den Smiley an. Face. In his earlier letters, Blowtorch never left anything similar. I took a mental note. That smile left on the letter and the one on the intercom were identical, so I could rule out a simple coincidence. I just identified the apartment I was looking for. Ernsthaft, da muss man das nochmal extra anklicken, damit er diesen Gedankengang macht. Hallo? Okay, irgendwie was The komisch. smiley on the intercom marked the flat to inspect. The apartment was registered to a certain G. Glover. I hoped I got there in time. Na, scheint so, noch lebt er. Yes? Who is it? I'm Detective Bundy from HPD. If you don't mind, I need to ask you some questions. He didn't answer immediately. Moments of total silence passed, during which I thought he had hung up. Sorry for the hesitation, but I really don't understand what you would want from me. I'm just a normal citizen who... Yes, of course. But I really need, and I mean really need, to talk to you. With a certain urgency, too. Can you open the front door? I hate to be a killjoy, but you have a warrant. I don't want to get into trouble with my landlord. You know what? I guess I forgot it in my other hand. Anyway, I already told you that... Listen, the landlord is a real pain in the ass, and I don't want any trouble. If it's such a big deal, you won't have any problem coming back with a warrant. Good night. In my entire career, I had never been mistreated like that by someone I had to protect. Despite the fact that the guy was an idiot, I couldn't let him be killed in cold blood. Besides the front door, the only visible way in seemed to be the fire escape above. Wirf den Stein dagegen, hol die Leiter runter. The stone was ideal for hitting the ladder's security lock. The problem was that I couldn't see it from my position. Ah, okay. Dann gehen wir zum niedrigen Tor. I thought it was better to look for another solution. Ich springe Maybe einfach so in the rüber. alley, I would find alternative access to the building. Genau, weil er hat ja gesagt, er kann da einfach rüber, weil das ist ja niedrig. Was? Also das nenne ich jetzt meinen interessanten Zugang. Even from the roof, I couldn't get to the fire escape. Ich hätte nicht gedacht, wenn er darüber steigt, dass er plötzlich hier oben ist. Aber gut, okay. In that moment, I thought of the hundreds of baseball games I'd seen while living in America, and I had a real moment of epiphany. The greatest champions in history were looking at me from the sky, cheering for me and waving their arms. Ladies and gentlemen, introducing the newest member of the Baseball Hall of Fame, Lazarus Stonearm Bundy!
for the only, the incomparable, Lazarus Bundy! Ist die Leiter nicht eigentlich zu kurz? Ich finde die eigentlich ein bisschen zu kurz. Aber naja, es erfüllt seinen Zweck. Ist ja das Wichtigste. Lazarus Bundy in my place. Who'd have thought it? Here's my man. All 7'5" of a man, to be exact. Well, so much the better. If things got out of hand, he could protect me. Lazarus Bundy, what are you doing? I still had some surprises in store for you. Instead, it's already time to put an end to our game. Just then, I knew I misunderstood the whole situation. Things went down dramatically. I had no gun, as always, and I had to deal with a mastodon ready to kill his next victim. Burton would surely arrive with backup shortly after. But, how shortly? Moreover, we were convinced we had to protect the man who instead just revealed himself to be the monster we were hunting. I thought of sending a text to warn him, but I had no credit on my phone, having accidentally subscribed to a live weather service. I was in more danger than ever. But at least I knew the weather was fine in Baltimore. One thing was for sure. I couldn't wait anymore. Ja, wir müssen definitiv handeln. Und was ich auch weiß, ist, dass eine falsche Handlung dazu führt, dass wir sterben können. Geistesgegenwärtig habe ich vorher gespeichert. Bestimmt. Wie soll ich denn da schnell rankommen, um das dann gegen ihn zu werfen? Fast food leftovers looked like they were regurgitated by a warthog. That bottle would make an amazing makeshift weapon. Ja, aber du musst ja eigentlich auch erstmal rankommen, würde ich behaupten. The beast was busy in a one-sided conversation. All he did was grumble. Apparently he became chatty only when it came time to write me letters. Vor allem finde ich es interessant, dass er halt barfuß ist, ne? The TV was silently showing a vintage spaghetti western. He left the storage room open. She was gagged and strung up like a sausage, but above all, she was busty. This further increased my desire to save her. Genau. My eyes saw the lamp. My brain translated it as good makeshift weapon. Also haben wir zwei Möglichkeiten, was wir als Waffe nehmen könnten. Die Flasche oder die Lampe. Blowtorch would have seen me as soon as he turned back. Wollen wir mal das oder wollen wir... Ja doch. Oder ja. Oder ja. Ich kann es ja schneiden. Trying to use the lamp as a makeshift weapon would have meant walking the entire length of the room twice. If I wanted to die, I could have found a more glorious method, such as jumping out naked after drawing a target on my chest. Alles klar. Will er nicht machen. Gut. Das bestimmt noch nicht. That beast towered over me, but a bottle in the right spot would put anyone to sleep. I had to hold my breath. The slightest noise would betray me. Da will jetzt echt die... Never mind. Alles klar. Never mind. Finde ich gut. What the fuck? Oh. Ja, so ist das eigentlich auch geplant, ne? Also... Oh, das kommt dann direkt wieder hierher. Das ist ja cool. I told you to close that sewer hole, you slut. If I hear even one more whisper, I'll be forced to use more brutal methods than usual. Is that clear? Ich war einfach zu langsam. Ich habe es aber auch gemerkt, dass ich zu langsam war. Was mache ich denn jetzt? Freeing the girl was going to be way more difficult than that.
Vor allem, was redet der denn jetzt die ganze Zeit so lang? Trying to use the lamp as a makeshift weapon? Would have. If I Nee. wanted to die, I could have found a Ja, more. ja, ja, hast du schon gesagt. Das Problem ist jetzt aber, dass ich keine Ahnung habe, was ich jetzt machen soll, ne? Weil die Flasche kann ich nicht benutzen. Kann ich irgendwas anderes? Nee. Ah. Lagerraum bringt mir ja auch nichts. Warte mal, was? Just have gone from the frying pan. Ja. Das bringt mir nichts. With bare hands, I would barely be able to tickle him. Also muss ja irgendwas sein, was ich hier habe. A strong show of authoritative force would have pushed him to withdraw, or maybe it would have led to a beating. Showing her my badge would have been pointless. In her situation, she would have accepted a garbage man as her savior. For a moment, and a moment only, I thought about how things might have gone if I didn't feel an unspeakable hatred of firearms. Alles klar. Der Typ ist ein bisschen seltsam. That would have been a fitting ending for sure. Hä? Also ich habe ein Easter Egg gefunden oder was war das jetzt für ein Symbol? Was mache ich? Was mache ich? I thought maybe I could use the mobile phone to lure Blowtorch into the storage room. But how? Ich weiß es nicht. Maybe. I was all out of ideas. Maybe it was the right thing to do. But in that moment, Ja, 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 ja. he already had his own, and I. Ah, der will das nicht. I thought it was better to look for another. He left the storage room open. Ja, ja, das finde ich ja auch interessant, dass er das offen gelassen hat. Weil dann könnte man ihn gut da irgendwie hinmachen. Das Problem ist aber... Ah, Alarm I had a an. pretty good idea of how to distract the threatening big guy. Genau, Alarm an. Und dann das Handy. I was Dorthin. desperate and in dire straits. I could do nothing but go for broke. Look what you made me do, slut. First, I need to recover that damn phone. But I still don't know how you managed to keep from me. Then, we'll settle up. So, entweder kann ich jetzt die Lampe nutzen. Was hoffentlich funktioniert. Genau, zu und Lampe drücken. Okay, ich dachte eigentlich so draufhauen, aber okay, geht auch. What the fuck? Stay calm. I'll get you out of here in a split second. Hurry! Run! I'll hold him.
So let me get this straight. You put yourself on the trail of a dreadful serial killer. You eradicated me from my life and got me involved in a kidnapping case. We went up against some dangerous alchemists. We both lost our jobs. We traveled to the other side of the world. We broke into a den of murderers. Twice. You pushed me to stare straight into Satan's eyes, for crying out loud. And now, you want to stop because your bicycle is broken? I prefer the term injured. Oh, wow. Dieser Spruch. Oh mein Gott. Ah. Ja, da haben wir die Demo jetzt fertig. Das war halt nur für den Einstieg halt, ne? Wenn man sagen möchte, erst entweder so Prolog, ja, Prolog kann man da eigentlich ganz gut dazu sagen. Das Spiel von der Art her, also vom Handling, finde ich gut, ist nicht zu viel, ist auch nicht zu viel zum Angucken, manche sind das sehr übertrieben. Klar, du hast auch diese Handlungsstränge, wo du halt dann eben was verbocken kannst oder auch mal schneller sein musst, aber ich finde es sehr human, dass es da nicht heißt so Game Over, du musst jetzt von deinem letzten Speicherpunkt aus neu starten, sondern du bist direkt an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob sich das im Verlauf des Spiels ändert, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, der optische Stil ist besser, als ich erwartet habe im Spiel. So, jetzt also, beziehungsweise beim Spielen. Die Musik ist echt gut. Auch gegen Ende dachte ich mir so, oh ja, das ist schon richtig cool. Und die Sprüche, ja, ist manchmal ein bisschen so dieses Klischee-Bedienende, aber ehrlich gesagt, es ist doch irgendwie immer wieder lustig. Und zum Auftakt jetzt selber, also es ist sehr spannend, sehr interessant. Im Gesamten war es jetzt auch nicht unbedingt einfach, also man musste schon ein bisschen nachdenken. Man wurde aber auch nicht zu sehr drauf gestoßen, das fand ich auch richtig gut. Auch wenn ich mir direkt beim Anfang dachte, so, boah, du bist kaum im Spiel und schon verzweifelst du, weil du nicht mehr weiterkommst. Aber es macht definitiv Laune und es weckt dann doch mein Interesse auf mehr. Ja, habe ich... Ja, doch, irgendwie, so halbwegs habe ich damit gerechnet, ne? Weil ich wollte mich halt überraschen lassen. Wenn es schon empfohlen wird, gucke ich mir immer gerne die Spiele an. Und wenn es dann erst recht eine Demo zum Spielen geht, warum auch nicht? Von dem Spiel gibt es auch einen zweiten Teil, der jetzt irgendwie rauskommt oder kürzlich rausgekommen ist. Irgendwie sowas. Wird sich dann zeigen, wenn ich da mal genauer gucke. Gibt wohl auch eine Demo zu dem zweiten Teil. Naja, auf jeden Fall, weil ich mache irgendwelche Grimassen, Handbewegungen oder sonstiges, da fällt mir ein, ich spiele das ja ohne Facecam. Ja, ich bin zu sehr Resident Evil 4 gerade gewöhnt, glaube ich. Naja, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, definitiv. Und wenn das gesamte Spiel so spannend ist, wie jetzt hier dieser Auftakt und vom Schwierigkeitsgrad her eigentlich so gleich bleibt, vielleicht ein Ticken schwieriger wird, ich denke mir an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit, dann wäre das auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir vorstellen könnte, dass ich das spielen könnte. Ja, mich würde es interessieren, wie es euch denn so gefallen hat, ob ihr mehr dazu sehen wollt oder nicht. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass es zeitnah kommen wird, ganz logisch. Ich bin dabei, ja schließlich ein Projekt nach dem anderen mal irgendwie zu schneiden, fertig aufzunehmen, etc. zu beenden. Ich habe noch ein paar pausierte, deswegen kann ich das nicht von heute auf morgen bringen. Aber es wäre für mich interessant zu wissen, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr mehr sehen wollt, wie ihr den Auftakt bis jetzt so fandet. Und für diejenigen, die es kennen, können ja gerne sagen, ob es sich lohnt, das zu spielen oder nicht. Das wäre für mich auch
sehr interessant. Naja, nichtsdestotrotz, ich habe lang genug geredet, jetzt zum Schluss. Wer jetzt noch mit dabei ist, Hut ab, dass du das durchgehalten hast bis zum Ende. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns bei anderen Projekten, eventuell auch bei diesem Projekt dann als richtiges Let's Play wieder. Und ja, bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, eure Sein.